Die Gnosis, Ursprung und Bedeutung. Die Gnosis ist eine der religiösen und philosophischen Strömungen der Antike, die sich durch ihre radikale Neuinterpretation des Göttlichen, der Welt und des menschlichen Daseins auszeichnet. Der Begriff Gnosis stammt vom griechischen Wort Gnosis, was Erkenntnis oder Wissen bedeutet. Im gnostischen Kontext bezieht sich diese Erkenntnis jedoch nicht auf intellektuelles Wissen, sondern auf ein tiefes, intuitives Verstehen spiritueller Wahrheiten. Gnostische Lehren streben danach, den Menschen zur Befreiung aus der materiellen Welt und zur Rückkehr in die Lichtwelt zu führen. Der Gnostizismus entstand im frühen Christentum und war bis ins 4. Jahrhundert hinein eine weit verbreitete, wenn auch kontroverse Bewegung. Während orthodoxe Kirchenväter wie Irenäus und Tertullien die Gnostiker als Ketzer bekämpften, übten gnostische Texte einen tiefgreifenden Einfluss auf das frühe Christentum und darüber hinaus aus. Viele gnostische Ideen wurden später in mystischen Traditionen wieder aufgegriffen, wie etwa im Neuplatonismus, der Kabbala oder der modernen Esoterik. Dieses Video untersucht die gnostischen Schriften mit besonderem Fokus auf ihre Sicht des Alten Testaments und des Schöpfergottes. Es beleuchtet die gnostischen Konzepte von Wiedergeburt, den Archonten und der fehlerhaften Schöpfung, bevor es die Rolle Jesu Christi in der gnostischen Tradition darstellt. Dabei werden die Unterschiede zur kirchlichen Orthodoxie und die moderne Relevanz der gnostischen Warnungen vor spirituellen Illusionen analysiert. Die folgende Untersuchung ist nicht nur ein Streifzug durch die mythologische und theologische Landschaft des Gnostizismus, sondern auch eine Einladung, über die grundlegenden Fragen des Lebens und der Spiritualität nachzudenken. Was bedeutet es, wahrhaftig frei zu sein? Ist die materielle Welt ein Ort der Vollkommenheit oder der Täuschung? Und wie können wir das Göttliche erfahren? Bleibt bis zum Ende dran, um die Zusammenhänge zu verstehen, falls ihr euch mit dem Gnostizismus noch nicht auskennt. Die Nag Hammadi Bibliothek. Ein Meilenstein in der Erforschung des Gnostizismus war die Entdeckung der Nag Hammadi Bibliothek 1945 in Oberägypten. Diese Sammlung von 13 kodexartigen Büchern enthält über 50 Texte, darunter einige der bedeutendsten gnostischen Schriften, wie das Evangelium der Wahrheit, das Apokryphon des Johannes und das Evangelium nach Thomas. Diese Dokumente gewähren einen direkten Einblick in die Gedankenwelt der Gnostiker und offenbaren eine beeindruckende Vielfalt theologischer, mythologischer und kosmologischer Vorstellungen. Ein zentraler Aspekt dieser Schriften ist die scharfe Trennung zwischen dem Schöpfergott der materiellen Welt, dem sogenannten Demiurgen, und dem wahren Gott, der reinen Lichtwelt. Dies stellt eine grundlegende Abweichung von den Lehren des orthodoxen Christentums dar, das den Gott des Alten Testaments mit dem Vater Jesu Christi gleichsetzt. Gnostizismus versus orthodoxes Christentum. Die gnostische Perspektive provozierte von Anfang an scharfen Widerspruch. Während die orthodoxe Theologie die Schöpfung als gut und den Gott des Alten Testaments als gerecht und gnädig betrachtete, sahen die Gnostiker die materielle Welt als fehlerhaft und von einem tyrannischen, unvollkommenen Schöpfergott geschaffen. Diese Sichtweise zieht sich durch zahlreiche gnostische Texte und bietet eine radikale Alternative zum traditionellen Verständnis von Schöpfung, Erlösung und göttlicher Autorität. Darüber hinaus kritisierten die Gnostiker das althergebrachte Ritualwesen und die kirchliche Hierarchie. Stattdessen propagierten sie eine innere, direkte Verbindung zur göttlichen Wahrheit. Für sie war Jesus Christus nicht primär der Erlöser, der durch seinen Tod die Sünden der Menschheit tilgte, sondern der Übermittler eines verborgenen Wissens, das den Weg aus der materiellen Gefangenschaft weist. Der Gott des Alten Testaments in gnostischer Perspektive. In den gnostischen Schriften wird der Schöpfergott der materiellen Welt, der Demiurg, als zentrale Figur einer kosmischen Fehlentwicklung dargestellt. Der Begriff Demiurg leitet sich vom griechischen Wort Demiurgos ab, das ursprünglich Handwerker oder Schöpfer bedeutete. In der gnostischen Kosmologie beschreibt der Demiurg jedoch ein unvollkommenes Wesen,
das in einer Mischung aus Ignoranz und Hybris die materielle Welt erschuf. Einer der bekanntesten Namen für den Demiurgen in den gnostischen Texten ist Yaldabaoth, ein komplexes und vieldeutiges Symbol. Im Apokryphon des Johannes wird Yaldabaoth als eine Abspaltung der Sophia, einer emanativen Gestalt aus der göttlichen Lichtwelt beschrieben. Sophia handelt eigenmächtig und außerhalb der göttlichen Ordnung, was zur Entstehung Yaldabaoths führt. Dieses Wesen ist blind und arrogant und glaubt irrtümlich, der einzige Gott zu sein. Sein berühmtes Zitat, das im Apokryphon des Johannes überliefert ist, lautet: „Ich bin Gott, und es gibt keinen anderen außer mir." In den Augen der Gnostiker war diese Aussage ein Beweis für seine Ignoranz und Arroganz. Für sie war Yaldabaoth nicht der wahre Gott, sondern ein selbstherrliches Wesen, das die Menschen in der physischen Welt gefangen hielt. Unterschiede zwischen Demiurg und wahrem Gott. Der gnostische Dualismus zeichnet eine scharfe Trennung zwischen dem Demiurgen und dem wahren Gott der Lichtwelt. Während der Demiurg als unvollkommen, arrogant und manchmal sogar tyrannisch dargestellt wird, verkörpert der wahre Gott absolute Reinheit, Liebe und Weisheit. Der wahre Gott existiert jenseits der materiellen Welt, unerreichbar für Yaldabaoth und die niederen Mächte. Im Gegensatz zur monotheistischen Sicht des orthodoxen Christentums, die alle göttlichen Eigenschaften auf einen einzigen Gott konzentriert, stellen die Gnostiker den Demiurgen als Schöpfer der materiellen Welt dar, während der wahre Gott über der Schöpfung steht und nichts mit ihrer Entstehung zu tun hat. Diese Zweiteilung des Göttlichen hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis von Schöpfung, Erlösung und der Rolle der Menschheit. Kritik an der Schöpfung. Die materielle Welt wird in den gnostischen Texten nicht als gut und harmonisch beschrieben, sondern als ein Ort des Leidens, der Täuschung und der Begrenzung. Der Demiurg schuf die Welt nicht aus Liebe oder Güte, sondern aus Unwissenheit und Stolz. Diese pessimistische Sicht auf die Schöpfung steht im starken Kontrast zu der positiven Bewertung der Schöpfung im Buch Genesis, wo Gott die Welt als gut bezeichnet. Im Apokryphon des Johannes wird die Schöpfung als ein Akt beschrieben, der von den Archonten, den Helfern des Demiurgen, durchgeführt wurde. Diese Wesen, die oft mit Tierköpfen dargestellt werden, formten den menschlichen Körper, doch sie waren nicht in der Lage, ihm Leben einzuhauchen. Erst als Sophia heimlich einen Funken göttlichen Lichts in den Menschen legte, wurde er lebendig. Dieser göttliche Funke, oft als Pneuma bezeichnet, ist das, was den Menschen mit der Lichtwelt verbindet. Verknüpfungen mit dem Alten Testament. Ein zentraler Aspekt der gnostischen Kritik am Gott des Alten Testaments ist die Identifikation dieses Gottes mit dem Demiurgen. Viele gnostische Texte interpretieren alttestamentliche Geschichten in einem neuen Licht, um diese Verbindung zu unterstreichen. Beispielsweise wird die Vertreibung aus dem Paradies nicht als Strafe für den Ungehorsam Adams und Evas gesehen, sondern als ein Versuch des Demiurgen, die Menschheit daran zu hindern, göttliche Erkenntnis zu erlangen. Der Baum der Erkenntnis, der im orthodoxen Christentum oft als Symbol des Falls betrachtet wird in den gnostischen Texten als Quelle der Erlösung gefeiert. Die Schlange, die Adam und Eva zur Erkenntnis verhilft, wird nicht als teuflisch, sondern als eine Manifestation der Sophia interpretiert, die versucht, die Menschen zu erleuchten. Der tyrannische Schöpfergott. In vielen gnostischen Texten wird der Demiurg als tyrannisch und kontrollsüchtig beschrieben. Sein Ziel ist es, die Seelen in der materiellen Welt gefangen zu halten, die er als sein Herrschaftsgebiet betrachtet. Der Demiurg und seine Archonten nutzen Täuschung, Angst und Leid, um die Menschen von der Erkenntnis ihrer wahren Natur abzuhalten. Diese Darstellung des Demiurgen wirft ein völlig neues Licht auf die alttestamentlichen Gesetze und Gebote. Für die Gnostiker waren diese nicht Ausdruck von Gerechtigkeit, sondern Instrumente der Unterdrückung. Der Gott des Alten Testaments, der Opfer verlangt, Kriege befiehlt und Bestrafungen verhängt, wird von den Gnostikern als ein Spiegelbild der materiellen Welt interpretiert,
chaotisch, fehlerhaft und von Machtkämpfen geprägt. Zyklus der Reinkarnation, die Gefangenschaft der Seele. Die Idee der Wiedergeburt oder Reinkarnation ist ein zentraler Bestandteil vieler gnostischer Traditionen, auch wenn sie in den gnostischen Texten nicht immer explizit beschrieben wird. Der Gedanke, dass die menschliche Seele in einem Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt gefangen ist, bis sie schließlich zur Erlösung gelangt, findet sich besonders in den Schriften der Nag Hammadi Bibliothek. Dieser Zyklus wird nicht als notwendiger Bestandteil eines göttlichen Plans angesehen, sondern vielmehr als ein tragisches Ergebnis der Gefangenschaft in der materiellen Welt. Der Demiurg und seine Archonten sorgen dafür, dass die Seelen immer wieder in neue materielle Körper eingebunden werden. Dies dient ihrer Kontrolle und verhindert, dass die Seelen die wahre Lichtwelt erreichen. Im Buch des Thomas, einem gnostischen Dialog, wird dieser Kreislauf als eine Illusion beschrieben, dem durch die wahre Erkenntnis entkommen werden kann. Gnostische Texte lehren, dass die materielle Welt ein Ort der Täuschung ist, an dem die Seele ihre göttliche Herkunft vergessen hat. Durch den Zyklus der Reinkarnation wird die Seele immer wieder dazu gezwungen, in dieser Täuschung zu verharren, unfähig, die Lichtwelt zu erreichen. Jeder neue Körper und jedes neue Leben ist eine weitere Verstrickung in die Fesseln der Archonten. Gnosis als Schlüssel zur Erlösung. Die Gnosis, die wahre spirituelle Erkenntnis, wird als der einzige Weg betrachtet, um dem Kreislauf der Wiedergeburt zu entkommen. Diese Erkenntnis ist nicht nur ein intellektuelles Verständnis, sondern eine direkte, transformative Erfahrung, die die wahre Natur der Seele und ihre Verbindung zur Lichtwelt offenbart. In gnostischen Texten wie dem Evangelium der Wahrheit wird die Gnosis als ein Erwachen beschrieben, bei dem der Mensch erkennt, dass seine wahre Heimat nicht in der materiellen Welt liegt, sondern im Reich des Lichts. Diese Erkenntnis befreit die Seele von der Kontrolle durch die Archonten und ermöglicht es ihr, nach dem Tod des physischen Körpers in die Lichtwelt zurückzukehren. Die Gnosis wird oft als ein Geschenk beschrieben, das nur durch göttliche Hilfe erlangt werden kann. In vielen Texten erscheint Jesus Christus als der Überbringer dieser Erkenntnis. Sein Ziel ist es, die Menschheit aus der Dunkelheit der Ignoranz zu befreien und den Weg zur Erlösung zu zeigen. Gegensatz zur kirchlichen Lehre. Die gnostische Vorstellung von Wiedergeburt steht in starkem Gegensatz zur orthodoxen Lehre der Kirche, die von einem einmaligen Leben und einem abschließenden Gericht am Ende der Zeiten ausgeht. Nach der kirchlichen Doktrin entscheidet sich das Schicksal der Seele nach dem Tod endgültig, entweder ewige Erlösung im Himmel oder ewige Verdammnis in der Hölle. Die gnostische Perspektive lehnt diese Dichotomie ab und stellt stattdessen die Idee in den Vordergrund, dass die Seele in einem Prozess der Läuterung und Erkenntnis verstrickt ist. Die materielle Welt wird nicht als Prüfungsort für das ewige Leben betrachtet, sondern als ein Gefängnis, das überwunden werden muss. Diese Unterschiede haben die gnostischen Lehren zu einer Herausforderung für die Kirche gemacht, da sie eine alternative Vorstellung von Erlösung und göttlichem Plan bieten. Während die Kirche den Glauben an einen strafenden oder belohnenden Gott lehrte, sahen die Gnostiker die materielle Welt als Ergebnis eines Fehlers und die Erlösung als einen inneren Prozess, der unabhängig von äußeren Ritualen oder kirchlicher Autorität stattfinden kann. Einfluss anderer religiöser Traditionen. Die gnostische Vorstellung von Reinkarnation und der Befreiung der Seele hat Ähnlichkeiten mit den Konzepten anderer religiöser Traditionen, insbesondere des Hinduismus und Buddhismus. In diesen Systemen wird die Seele ebenfalls als in einem Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt gefangen betrachtet, bis sie schließlich Moksha, Befreiung, oder Nirvana, Erlöschen, erreicht. Es ist unklar, ob die Gnostiker direkt von diesen Traditionen beeinflusst wurden oder ob ähnliche Ideen unabhängig voneinander entstanden. Es gibt jedoch Hinweise auf kulturelle und philosophische Kontakte zwischen dem Hellenismus und den Religionen des Ostens, die solche Ähnlichkeiten erklären könnten.
Ein weiteres Beispiel für den synkretistischen Charakter des Gnostizismus ist der Einfluss des platonischen Denkens. In Platons Philosophie wird die materielle Welt als ein Schatten der wahren Realität betrachtet, die im Reich der Ideen liegt. Diese Vorstellung könnte die gnostische Ansicht von der materiellen Welt als Illusion inspiriert haben. Die Lehre der Wiedergeburt in den gnostischen Texten bietet eine radikale Alternative zur traditionellen christlichen Theologie. Während die orthodoxe Lehre das Leben als einmalige Chance zur Erlösung betrachtet, sehen die Gnostiker die Seele in einem fortwährenden Kreislauf gefangen, der nur durch Gnosis beendet werden kann. Diese Perspektive betont die Bedeutung von innerer Erkenntnis und spiritueller Transformation, die über die Begrenzungen der materiellen Welt hinausgeht. Wer sind die Archonten? In den gnostischen Texten spielen die Archonten eine zentrale Rolle als kosmische Herrscher, die die materielle Welt beherrschen und die Menschheit in Unwissenheit und Knechtschaft halten. Das Wort Archon stammt aus dem Griechischen und bedeutet Herrscher oder Autorität. In der gnostischen Kosmologie sind die Archonten Diener des Demiurgen, die mit der Aufgabe betraut wurden, die materielle Welt zu kontrollieren und die Seelen von der Erkenntnis ihrer göttlichen Herkunft abzuhalten. Die Archonten werden oft als mächtige, aber fehlerhafte Wesen dargestellt, die zwischen der physischen Welt und der göttlichen Lichtwelt stehen. Sie agieren als Wächter, die den Aufstieg der Seelen in höhere, spirituelle Dimensionen verhindern. Im Apokryphon des Johannes und anderen Texten aus der Nag Hammadi-Bibliothek wird beschrieben, wie die Archonten die materielle Welt erschufen und als deren Wächter fungieren. Besonders auffällig ist, dass die Archonten oft mit negativen Eigenschaften wie Täuschung, Kontrolle und Arroganz verbunden werden. Sie repräsentieren nicht nur äußere Mächte, sondern symbolisieren auch die inneren Hindernisse der Menschheit, wie Unwissenheit, Begierde und Angst. Die Kontrolle der materiellen Welt. Die Archonten sind in der gnostischen Lehre für die Aufrechterhaltung der Illusion verantwortlich, dass die materielle Welt die wahre Realität ist. Sie nutzen verschiedene Mittel, um die Menschen daran zu hindern, die spirituelle Wahrheit zu erkennen. Dazu gehören Täuschung, falsche Ideologien und Ablenkungen durch materielle Güter und weltliche Vergnügungen. Ein wichtiges Motiv ist die Schaffung von Regeln und Gesetzen, die die Menschen an die materielle Welt binden. Im Hypostasis der Archonten, einer weiteren gnostischen Schrift, wird beschrieben, wie die Archonten versuchen, die Seelen durch Zwietracht und Lügen zu kontrollieren. Sie manipulieren die Wahrnehmung der Menschen, sodass diese ihre göttliche Natur vergessen und sich in der Illusion der physischen Existenz verlieren. Die dreidimensionale Welt, wie sie in den gnostischen Texten beschrieben wird, ist eine geschlossene Sphäre, die durch die Archonten bewacht wird. Jede Seele, die versucht, diese Welt zu verlassen, muss sich mit diesen kosmischen Mächten auseinandersetzen. Die Befreiung ist nur durch Gnosis möglich, die die Seele in die Lage versetzt, die Täuschungen der Archonten zu durchschauen und ihre Kontrolle zu überwinden. Symbolik der Archonten. Die Archonten werden in vielen gnostischen Texten mit Tierköpfen dargestellt, was auf die Symbolik ihrer animalischen, instinktiven Natur hinweist. Diese Darstellungen können als Hinweis auf die Verbindung des Gnostizismus mit anderen religiösen Traditionen, wie dem alten Ägypten, interpretiert werden, wo Götter oft als Mischwesen dargestellt wurden. Eine mögliche Deutung der tierischen Darstellung ist, dass die Archonten die niederen Triebe des Menschen verkörpern. Ihre tierischen Merkmale symbolisieren die Aspekte der materiellen Welt, die die Seele von der spirituellen Erkenntnis ablenken. Diese Symbolik verdeutlicht die gnostische Sichtweise, dass die Archonten nicht nur äußere Wesenheiten sind, sondern auch innere Kräfte, die überwunden werden müssen. Die Zahl der Archonten wird in verschiedenen Texten unterschiedlich angegeben. Im Apokryphon des Johannes wird von 7 Archonten gesprochen, die mit den 7 Himmelskörpern Sonne, Mond und 5 Planeten des antiken Weltbildes in Verbindung gebracht werden. Dies zeigt,
dass die gnostische Kosmologie stark von astrologischen und mystischen Vorstellungen geprägt war. Wege zur spirituellen Freiheit. Die Befreiung von der Herrschaft der Archonten ist ein zentrales Thema der gnostischen Lehren. Dieser Prozess erfordert die Erkenntnis, dass die materielle Welt eine Illusion ist und dass die wahre Heimat der Seele in der Lichtwelt liegt. Gnosis wird in diesem Kontext als ein Mittel beschrieben, um die Kontrolle der Archonten zu durchbrechen und die Seele in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Im Evangelium der Wahrheit wird beschrieben, wie Jesus Christus den Menschen die Gnosis brachte, um sie aus der Knechtschaft der Archonten zu befreien. Er lehrt die Menschen, die Täuschungen der Archonten zu durchschauen und ihre eigene göttliche Natur zu erkennen. Ein wichtiges Bild in der gnostischen Tradition ist der Aufstieg der Seele. Es wird beschrieben, wie die Seele nach dem Tod des Körpers die Sphären der Archonten durchqueren muss, um die Lichtwelt zu erreichen. Jede Sphäre stellt eine Prüfung dar, die nur mit Hilfe der Gnosis bestanden werden kann. Der Aufstieg der Seele symbolisiert den spirituellen Prozess, in dem die menschliche Seele ihre göttliche Natur wiedererlangt und in die göttliche Ordnung zurückkehrt. Man kann sagen, die Archonten sind in der gnostischen Lehre zentrale Figuren, die die materielle Welt und die menschliche Erfahrung beeinflussen. Sie verkörpern sowohl äußere kosmische Mächte als auch innere Hindernisse, die den Menschen von der Erkenntnis der Wahrheit abhalten. Ihre Kontrolle kann nur durch Gnosis überwunden werden, die die Seele von der Illusion der materiellen Welt befreit und den Weg in die Lichtwelt eröffnet. Der Ursprung Yaldabaoths. Entstehung aus Sophia. In der gnostischen Mythologie ist die Entstehung Yaldabaoths eine zentrale Erzählung, die tiefgreifende metaphysische und theologische Implikationen hat. Die meisten gnostischen Texte beschreiben ihn als das Ergebnis eines kosmischen Fehlers, der auf das eigenmächtige Handeln der Sophia, einer emanativen Gestalt der göttlichen Lichtwelt, zurückzuführen ist. Sophia, deren Name Weisheit bedeutet, ist eine der höchsten Emanationen des wahren Gottes in der gnostischen Kosmologie. Sie gehört zum Pleroma, der göttlichen Fülle, die aus perfekten, harmonischen Kräften besteht. In einem Akt des Eigensinns oder aus einer leidenschaftlichen Suche nach Erkenntnis heraus beschließt Sophia, ohne die Zustimmung des höchsten Gottes zu handeln. Dieses eigenständige Schaffen wird als Ursache für die Entstehung Yaldabaoths beschrieben. Yaldabaoth wird im Apokryphon des Johannes als eine deformierte und unvollkommene Gestalt dargestellt, die aus dem Licht der Sophia hervorgeht, aber ihre göttliche Vollkommenheit nicht trägt. Er wird als blind beschrieben, unfähig, die göttliche Realität zu erkennen. Trotz seiner Unwissenheit besitzt er Macht und ist in der Lage, eine eigene Welt zu erschaffen, die materielle Welt, die ebenfalls von Fehlern und Unvollkommenheiten geprägt ist. Der Schöpfungsakt aus Unwissenheit. Yaldabaoths Schöpfung der materiellen Welt wird in gnostischen Texten nicht als ein Akt göttlicher Inspiration oder Liebe dargestellt, sondern als ein Ausdruck seiner Unwissenheit und Arroganz. In seiner Blindheit glaubt Yaldabaoth, der einzige Gott zu sein, und erklärt: Ich bin ein eifersüchtiger Gott, und es gibt keinen anderen außer mir, Apokryphon des Johannes. Diese Aussage, die direkt auf den Gott des Alten Testaments anspielt, wird von den Gnostikern als Beweis für Yaldabaoths Ignoranz und Hybris interpretiert. Die Schöpfung der Welt ist in der gnostischen Sichtweise ein tragisches Ereignis, das nicht dem Plan des wahren Gottes entspricht, sondern eine Abweichung von der göttlichen Ordnung darstellt. Die gnostischen Schriften beschreiben die Schöpfung der Welt oft in grotesken Bildern. Im Hypostasis der Archonten wird erzählt, wie Yaldabaoth und seine Archonten den Menschen formten, aber unfähig waren, ihm Leben einzuhauchen. Erst durch das Eingreifen Sophias, die heimlich einen göttlichen Funken in den Menschen legt, wird dieser lebendig. Dieser göttliche Funke ist es, der den Menschen mit der Lichtwelt verbindet und ihn letztlich befähigt, die Täuschung der materiellen Welt zu durchbrechen. Kritik an der physischen Realität. Die gnostische Sicht auf die materielle Welt ist grundlegend negativ.
Sie wird als eine fehlerhafte, begrenzte und oft quälende Existenz beschrieben, die nicht die wahre Heimat der Seele darstellt. Diese Welt wird als ein Gefängnis betrachtet, das die Archonten mit ihren kosmischen Gesetzen und ihrer Täuschung aufrechterhalten. Im Gegensatz dazu betont die orthodoxe christliche Theologie die Güte der Schöpfung und sieht die Welt als eine Manifestation von Gottes Liebe und Weisheit. Die Gnostiker lehnen diesen Optimismus jedoch entschieden ab. Für sie ist die materielle Welt ein Ort der Entfremdung, der die Seele daran hindert, ihre göttliche Herkunft zu erkennen. Der physische Körper wird als ein Gefäß betrachtet, das die Seele in der Dunkelheit hält. Diese Sichtweise hat weitreichende Auswirkungen auf die gnostische Ethik. Während die orthodoxe Theologie die Welt als einen Ort sieht, an dem der Mensch durch Glauben und gute Werke Erlösung erlangen kann, streben die Gnostiker nach einer völligen Loslösung von der physischen Realität. Parallelen und Kontraste, Vergleich mit anderen Schöpfungserzählungen. Die Erzählung von Yaldabaoth und der fehlerhaften Schöpfung zeigt interessante Parallelen zu anderen religiösen und mythologischen Schöpfungsgeschichten, aber auch deutliche Unterschiede. In vielen Kulturen gibt es Mythen, die die Entstehung der Welt als einen Konflikt oder als das Ergebnis eines unvollkommenen Aktes darstellen. Ein Beispiel ist das babylonische Enuma Elish, in der die Welt aus dem Körper der getöteten Göttin Tiamat geformt wird. Auch in der griechischen Mythologie gibt es Geschichten von Göttern, die unvollkommene oder problematische Schöpfungen hervorbringen, wie etwa der Titan Prometheus, der die Menschen erschafft und sie mit Feuer ausstattet, was den Zorn der Götter auf sich zieht. Ein entscheidender Unterschied liegt jedoch darin, dass die gnostische Sichtweise einen klaren Dualismus zwischen der materiellen Welt und der göttlichen Lichtwelt zieht. Während viele Mythen die Schöpfung als einen Teil des göttlichen Plans betrachten, lehnen die Gnostiker diese Vorstellung ab. Für sie ist die materielle Welt nicht nur unvollkommen, sondern aktiv feindlich gegenüber der Seele. Die Geschichte von Yaldabaoth und der fehlerhaften Schöpfung verdeutlicht die radikale Kritik der Gnostiker an der materiellen Welt und dem Schöpfergott des Alten Testaments. Für sie ist die Welt das Ergebnis eines kosmischen Fehlers, der die Seele in eine Illusion der Getrenntheit und Begrenzung versetzt. Die wahre Aufgabe des Menschen besteht darin, diese Illusion zu durchschauen und zur göttlichen Lichtwelt zurückzukehren. Jesus als Überbringer der Wahrheit. In der gnostischen Tradition nimmt Jesus Christus eine zentrale, jedoch andersartige Rolle ein als in der orthodoxen christlichen Theologie. Er wird weniger als der fleischgewordene Sohn Gottes verstanden, der durch seinen Tod die Sünden der Welt tilgt, sondern vielmehr als ein göttlicher Bote, der den Menschen die Wahrheit über ihre göttliche Herkunft und ihr wahres Ziel offenbart. Gnostische Schriften wie das Evangelium nach Thomas und das Evangelium der Wahrheit betonen, dass Jesus kam, um das verborgene Wissen, Gnosis, zu bringen, das die Menschheit aus der Dunkelheit der materiellen Welt und der Herrschaft der Archonten befreien sollte. In diesen Texten wird Jesus oft als Lehrer dargestellt, der in Gleichnissen spricht und die Menschen dazu auffordert, die Täuschung der Welt zu durchschauen und das Licht in sich selbst zu erkennen. Ein wiederkehrendes Thema ist die Vorstellung, dass Jesus die wahre Natur der Seele offenbart. Im Evangelium nach Thomas sagt er: Das Königreich ist in euch und außerhalb von euch. Wenn ihr euch erkennt, werdet ihr erkannt werden, und ihr werdet wissen, dass ihr die Kinder des lebendigen Vaters seid. Hier wird deutlich, dass die Lehren Jesu im Gnostizismus stark auf innere Transformation und Selbsterkenntnis abzielen. Der Weg zur Erlösung führt nicht über äußere Rituale oder kirchliche Strukturen, sondern über das Erwachen der Seele. Unterschied zur kanonischen Darstellung. Die gnostische Darstellung Jesu unterscheidet sich in mehreren entscheidenden Punkten von der Sichtweise der kanonischen Evangelien. In der orthodoxen Theologie steht der stellvertretende Opfertod Jesu im Mittelpunkt, der die Sünden der Menschheit auf sich nimmt und durch seine Auferstehung den Weg zur Erlösung eröffnet.
Im Gnostizismus hingegen liegt der Schwerpunkt auf den Lehren Jesu und ihrer Fähigkeit, die Menschen zur Erkenntnis ihrer göttlichen Natur zu führen. Ein weiteres bedeutendes Merkmal ist die gnostische Ablehnung der Vorstellung, dass Jesus in einem vollständig physischen Körper litt und starb. Viele gnostische Texte, insbesondere die des doketischen Gnostizismus, argumentieren, dass der physische Körper Jesu lediglich eine Illusion war. Diese Lehre, bekannt als Doketismus, betont, dass Jesus als göttliches Wesen niemals wirklich Teil der fehlerhaften materiellen Welt war. Im Apokryphon des Johannes wird auch die Kreuzigung in einem anderen Licht betrachtet. Sie wird nicht als ein Opfer für die Menschheit interpretiert, sondern als ein Symbol für den Sieg des Geistes über die materiellen Mächte. Diese Perspektive macht deutlich, dass die gnostische Tradition Jesu Rolle als Erlöser auf spiritueller Ebene sieht, während seine physische Existenz und sein Tod als weniger bedeutend betrachtet werden. Erlösung durch Wissen. Die zentrale Botschaft Jesu in der gnostischen Tradition ist, dass Erlösung durch Wissen und Erkenntnis erlangt wird. Die Gnosis, das tiefe spirituelle Wissen über die wahre Natur des Seins, befreit die Seele von der Illusion der materiellen Welt und ihrer Herrscher, den Archonten. Dieses Wissen ist keine intellektuelle Einsicht, sondern eine direkte, transformative Erfahrung. Im Evangelium der Wahrheit wird beschrieben, wie Jesus den Menschen das Licht bringt und sie aus ihrer Verwirrung erlöst. Diejenigen, die seine Lehren annehmen, erwachen aus dem Schlaf der materiellen Täuschung und erkennen, dass sie Kinder des göttlichen Lichts sind. Diese Erkenntnis hebt die Trennung zwischen Mensch und Gott auf und ermöglicht es der Seele, ihre ursprüngliche Einheit mit der Lichtwelt wiederherzustellen. Die gnostische Erlösungslehre steht damit in starkem Kontrast zur kirchlichen Lehre, die die Rolle Jesu vor allem in seinem Tod und seiner Auferstehung sieht. Für die Gnostiker ist nicht der Tod Jesu entscheidend, sondern die Botschaft, die er hinterlässt, dass jede Seele die Fähigkeit hat, sich selbst zu befreien, wenn sie das wahre Wissen erlangt. Gnostische Evangelien, Textbeispiele aus Nag Hammadi. Die Nag Hammadi-Bibliothek enthält zahlreiche Texte, die die gnostische Perspektive auf Jesus verdeutlichen. Ein besonders bemerkenswertes Beispiel ist das Evangelium nach Thomas, das aus einer Sammlung von 114 Sprüchen Jesu besteht. Dieses Evangelium enthält keine Erzählungen über Jesu Leben, Tod oder Auferstehung, sondern konzentriert sich ausschließlich auf seine Lehren. Einige Sprüche betonen die Bedeutung der Selbsterkenntnis, wie etwa: Wenn ihr das erkennt, was vor euch ist, wird euch das enthüllt, was verborgen ist. Das Evangelium der Wahrheit beschreibt Jesus als einen Lehrer, der kam, um die Menschen von der Unwissenheit zu befreien. Es wird betont, dass die Unwissenheit die Wurzel des Leidens ist und dass wahre Erkenntnis zur Befreiung führt. Ein weiteres wichtiges Dokument ist das Evangelium nach Philippus, das sich mit der Rolle der Sakramente im gnostischen Kontext befasst. Während die orthodoxe Kirche Sakramente wie die Taufe und das Abendmahl als physische Rituale betrachtet, legt dieses Evangelium den Schwerpunkt auf ihre symbolische und spirituelle Bedeutung. Gnosis und Christusbewusstsein. Ein faszinierender Aspekt der gnostischen Tradition ist die Vorstellung, dass das Christusbewusstsein nicht nur auf Jesus beschränkt ist. Für die Gnostiker ist Christus ein universelles Prinzip, das in jedem Menschen potenziell vorhanden ist. Jesus wird als ein Vorbild gesehen, das zeigt, wie die Seele durch Gnosis die Einheit mit dem Göttlichen erreichen kann. Im Gnostizismus wird oft betont, dass jeder Mensch das Potenzial hat, zum Christus zu werden, indem er die Wahrheit erkennt und seine eigene göttliche Natur verwirklicht. Diese Sichtweise unterscheidet sich stark von der orthodoxen Vorstellung, die Jesus als einzigartigen Sohn Gottes betrachtet. In der gnostischen Tradition wird Jesus Christus also weniger als eine historische Figur, sondern als ein spiritueller Lehrer und Überbringer göttlicher Wahrheit verstanden. Seine Botschaft zielt darauf ab, die Menschen zur Selbsterkenntnis und Befreiung aus der materiellen Welt zu führen.
Durch Gnosis können die Seelen die Täuschungen der Archonten überwinden und ihre wahre göttliche Natur erkennen. Gnostische Skepsis gegenüber äußerem Ritual. Die Gnostiker waren von tiefer Skepsis gegenüber äußeren Ritualen und sichtbaren Ausdrucksformen von Religion geprägt. In vielen gnostischen Schriften wird betont, dass wahres Wissen, Gnosis, nicht durch Zeremonien, Gebete oder den bloßen Glauben an bestimmte Dogmen erlangt werden kann. Stattdessen sei die wahre spirituelle Transformation eine innere Erfahrung, die mit der Erkenntnis der göttlichen Wahrheit einhergeht. Im Evangelium nach Thomas beispielsweise heißt es: Das Königreich Gottes ist nicht sichtbar. Niemand wird sagen, siehe, hier ist es, oder dort ist es. Vielmehr ist das Königreich Gottes in euch. Dieser Vers verdeutlicht die zentrale gnostische Überzeugung, dass spirituelle Wahrheit und Erlösung nicht in äußeren Ritualen oder materiellen Objekten zu finden sind, sondern in der individuellen Erkenntnis. Für die Gnostiker waren viele religiöse Praktiken der damaligen Zeit, einschließlich der Sakramente und anderer kirchlicher Rituale, bestenfalls nutzlos, wenn nicht sogar gefährliche Ablenkungen von der Suche nach Gnosis. Moderne spirituelle Strömungen, eine Parallele? Die Warnung der Gnostiker vor äußerlichem Schnickschnack ist in der heutigen Zeit besonders relevant, da moderne spirituelle Strömungen oft von äußeren Symbolen, kommerzialisierten Ritualen und einer oberflächlichen Suche nach Erleuchtung geprägt sind. Viele spirituelle Bewegungen und esoterische Angebote versprechen schnelle Ergebnisse, wie etwa Heilung, Wohlstand oder Zugang zu höheren Dimensionen, ohne die Notwendigkeit tiefer Selbsterkenntnis oder harter innerer Arbeit. Gnostische Schriften würden solchen Ansätzen mit Skepsis begegnen. Sie lehnen die Idee ab, dass wahre Erkenntnis durch den Kauf eines Kurses, das Rezitieren bestimmter Mantras oder die Teilnahme an Gruppenzeremonien erlangt werden kann. Stattdessen betonen sie, dass wahres Wissen ein Prozess ist, der mit innerer Reflexion, der Überwindung der Illusionen der materiellen Welt und einer direkten Verbindung zur göttlichen Lichtwelt verbunden ist. Diese Kritik an oberflächlicher Spiritualität ist in Texten wie dem Evangelium der Wahrheit zu finden, wo es heißt, dass wahre Erkenntnis das Herz und den Geist transformiert und keine äußeren Zeichen benötigt. Authentizität der Erkenntnis. Ein zentraler Punkt in der gnostischen Lehre ist die Betonung der Authentizität spiritueller Erkenntnis. Während äußere Rituale und Lehren den Menschen einen Rahmen geben können, warnten die Gnostiker davor, sich ausschließlich auf diese Dinge zu verlassen. Stattdessen ist die Erkenntnis ein persönlicher, transformativer Prozess, der oft mit innerem Leid und Kämpfen verbunden ist. Die Archonten, die Täuschungen der materiellen Welt und die eigenen Begierden werden in den gnostischen Texten als Hindernisse beschrieben, die überwunden werden müssen, um zur Wahrheit zu gelangen. Diese Hindernisse sind subtil und erfordern Disziplin und einen kritischen Geist, um sie zu erkennen und zu überwinden. Oberflächliche spirituelle Praktiken, die schnelle Ergebnisse versprechen, würden laut gnostischer Lehre dazu führen, dass die Seele weiterhin in der Illusion verharrt. Im Hypostasis der Archonten wird die Notwendigkeit beschrieben, die Täuschung zu durchschauen und sich nicht von den falschen Versprechungen der Welt verführen zu lassen. Diese Verführung wird nicht nur von den Archonten ausgeübt, sondern auch von menschlichen Institutionen, die spirituelle Wahrheit für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Relevanz der gnostischen Warnungen heute. Die gnostische Warnung vor spirituellem Schnickschnack ist in der heutigen Gesellschaft, in der Spiritualität oft kommerzialisiert wird, aktueller denn je. Von teuren Retreats bis hin zu Luxusgurus, die angeblich den Schlüssel zur Erleuchtung besitzen, finden sich viele Beispiele für oberflächliche Ansätze, die das Bedürfnis der Menschen nach spiritueller Bedeutung ausnutzen. Die Gnostiker würden argumentieren, dass solche Praktiken oft dazu dienen, die Menschen noch tiefer in die materielle Welt zu verstricken, anstatt sie davon zu befreien. Wahre Gnosis erfordert laut ihrer Lehre eine Rückbesinnung auf das Innere,
das Durchbrechen von Illusionen und eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen göttlichen Natur. Ein moderner Leser kann aus den gnostischen Lehren die Einsicht gewinnen, dass Spiritualität nicht konsumierbar ist und dass wahre Erkenntnis oft durch Stille, Reflexion und die Überwindung der eigenen Ängste und Begierden erlangt wird. Die Gnostiker warnen eindringlich vor oberflächlichen spirituellen Praktiken, die keinen Zugang zur wahren Erkenntnis ermöglichen. Diese Warnungen sind heute von großer Bedeutung, da viele Menschen nach schnellen Lösungen für ihre spirituellen Fragen suchen. Die gnostische Lehre betont, dass wahre Gnosis ein persönlicher, innerer Prozess ist, der nicht durch äußere Rituale oder kommerzielle Angebote ersetzt werden kann. Die gnostischen Lehren haben auch in der modernen Welt eine starke Anziehungskraft, insbesondere für Menschen, die nach einer tieferen, persönlicheren Spiritualität suchen, die über institutionalisierte Religionen hinausgeht. Ihre Betonung der Selbsterkenntnis, der inneren Wahrheit und der Befreiung von materiellen Illusionen spricht viele an, die sich von traditionellen Glaubenssystemen entfremdet fühlen. Kritik an der materialistischen Kultur. Die gnostische Sichtweise, dass die materielle Welt ein Ort der Täuschung ist, kann als Kritik an der modernen, materialistisch geprägten Kultur interpretiert werden. Sie erinnert uns daran, dass wahres Glück und Erfüllung nicht in äußeren Gütern oder Erfolgen zu finden sind, sondern in der inneren Transformation. Spiritualität ohne Dogma. Die Gnosis bietet eine spirituelle Alternative für Menschen, die sich nach einer direkten Erfahrung des Göttlichen sehnen, ohne dabei an Dogmen oder Rituale gebunden zu sein. Diese Perspektive hat auch heute eine starke Resonanz, insbesondere in der wachsenden Bewegung des spirituellen, aber nicht religiösen Denkens. Warnung vor Täuschung. Die gnostische Warnung vor Archonten und Illusionen ist in einer Welt, die von Informationen und Desinformationen überschwemmt wird, besonders aktuell. Sie lädt uns ein, kritisch zu hinterfragen, was wir glauben, und nach tieferer Wahrheit zu suchen. Philosophische und theologische Fragen. Die gnostische Sichtweise wirft tiefgreifende Fragen auf, die auch heute von Bedeutung sind. Was ist die Natur der Realität? Ist die Welt, die wir sehen, eine Illusion? Wie können wir die wahre Natur des Seins erkennen? Was bedeutet Erlösung? Ist sie eine äußere Handlung, die durch einen Gott bewirkt wird, oder ein innerer Prozess, der mit Selbsterkenntnis und spiritueller Transformation verbunden ist? Was ist das Ziel des Lebens? Geht es darum, in dieser Welt erfolgreich zu sein, oder darum, unsere göttliche Natur zu erkennen und zur Einheit mit dem Göttlichen zurückzukehren? Die gnostischen Schriften, insbesondere die Texte aus der Nag Hammadi-Bibliothek, laden uns ein, die Welt, unser Leben und unsere Beziehung zum Göttlichen aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten. Sie lehren, dass wahres Wissen nicht von außen kommt, sondern aus der Tiefe unseres eigenen Wesens. Diese Botschaft ist ebenso kraftvoll wie herausfordernd, denn sie erfordert, dass wir unsere bisherigen Überzeugungen und Gewohnheiten in Frage stellen. Obwohl der Gnostizismus als ketzerisch und gefährlich verurteilt wurde, hat er die religiöse und philosophische Landschaft nachhaltig beeinflusst. Seine Ideen leben weiter in mystischen Traditionen, esoterischen Bewegungen und der modernen Suche nach spiritueller Wahrheit. Für diejenigen, die bereit sind, sich auf die Reise der Selbsterkenntnis einzulassen, bleibt der Gnostizismus eine inspirierende und zeitlose Quelle der Weisheit. Das war unser Blick auf die gnostischen Schriften und ihre faszinierende Perspektive auf den Gott des Alten Testaments, die Schöpfung, Wiedergeburt, die Rolle Jesu und die Warnung vor spirituellen Täuschungen. Ich hoffe, euch hat diese Reise in die Welt der Gnosis inspiriert und zum Nachdenken angeregt. Wenn euch das Thema interessiert hat, lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich freue mich auf eure Gedanken und Fragen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren spannenden Inhalte verpasst. Bleibt neugierig und offen für die tieferen Wahrheiten des Lebens. Danke, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal.